Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich, wie man den Innenraum eines Camry 40 auffrischt. Hier habe ich einen normal. Im Laufe der Jahre ist er ziemlich abgenutzt und unansehnlich geworden. Ich habe maßgeschneiderte Bezüge dafür bestellt. Das heißt, sie sind nach Schnittmustern speziell für dieses Auto genäht. Ich zeige jetzt, wie sie angebracht werden. Dafür müssen die Sitze ausgebaut werden, nach Hause gebracht, dort gereinigt, repariert und der Innenraum des Autos aufgeräumt werden, die Bezüge angebracht und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut werden. Jetzt zeige ich, wie alles gemacht wird. Und sehen Sie sich das Ergebnis an. Den Link zu den Bezügen hinterlasse ich Ihnen in der Beschreibung. Wer Interesse hat, kann sie bestellen. Und hier sind die Bezüge selbst. Ich habe sie über Nacht ausgebreitet, damit sie sich glätten, da sie in der Verpackung. Das sind die Vordersitze. Und das ist für die Rücksitze. Hier ist Kunstleder, und in der Mitte sind Alcantara-Einsätze. Das Kunstleder ist mit Schaumstoff unterlegt, dort wo man sitzt, während die Seiten einfach aus Stoff sind. Hier haben wir einen Kabelbaum. Die gelben Kabel sind für die Airbags zuständig. Deshalb, bevor man hier etwas abklemmt oder anfasst, die Batterieklemme abnehmen und danach diese Stecker lösen. So ist die Rückbank geworden. Der Anfang ist gemacht. Nun, das ist das Einfachste. Oben habe ich den Bezug übergezogen und hier die Gummibänder mit Haken befestigt. Das ist also das Einfachste. Er ließ sich problemlos anbringen. Nun, so ist die hintere Sitzfläche geworden. Hier habe ich ihn angebracht. Natürlich musste ich mich etwas abmühen, um ihn zu spannen. Er ließ sich straff spannen. Und jetzt müssen Löcher für die Kopfstütze geschnitten werden. Das ist dieses Plastikteil. Jetzt stecken wir den Stoff unter das Plastikteil. Ich benutze dafür einen solchen Plastikspatel, um ihn umzuklappen. Hier müssen dann 4 Löcher ausgeschnitten werden. Das wird klappen. Die Armlehne. Dafür gibt es auch einen Bezug. So, das öffnet sich so. Hier ist der Getränkehalter. Der Getränkehalter lässt sich auch abnehmen. So, klick. Er lässt sich herausnehmen, man kann ihn sogar später abnehmen und waschen. Er wird mit Clipsen gehalten. Er wird wieder eingesetzt. Das heißt, wir schneiden auch hier den Stoff dafür aus. So wie hier. So wurde die Seitenwange bezogen. Ich habe sie mit Draht gespannt. So hat es sich gleichmäßig verteilt und geglättet, im Großen und Ganzen. Es bleibt noch, die Bezüge auf die Vordersitze zu ziehen. Wir beginnen mit der Sitzfläche, dann den Rückenlehnen. Im Allgemeinen müssen wir hier den Bezug annähen, diesen mittleren Teil von beiden Seiten, hier annähen, denn wenn man ihn nur spannt, so, dann würde sich die Mitte anheben. Man muss ihn annähen.
Und erst dann spannen, um die richtige Stelle zum Annähen zu finden. Nun, hier verläuft er entlang der Linie, und hier finden wir die Kante der Naht, und hier eine Naht. Wir legen ihn an und glätten ihn. Das heißt, diese Linie verläuft hier, und heften ihn fest. Man kann ihn an mehreren Stellen so befestigen, damit der Bezug, auch später im Gebrauch, nicht hin und her rutscht, sich nicht knickt und keine Falten entstehen. Das heißt, wir nähen ihn so entlang dieser Nähte an. Hier habe ich einen Sitz bezogen, den Fahrersitz. So sieht der Unterschied aus. Der alte und mit den neuen Bezügen. Hier ist das Endergebnis dessen, was dabei herauskam. Das habe ich vor einem halben Jahr bezogen, vor dem Winter. Der Winter ist schon vorbei, der Frühling hat begonnen, und ich hatte keine Zeit, die Aufnahmen zu beenden. So sind meine Vordersitze geworden. Die Kopfstützen. Nun, wenn man nicht von unten schaut, nicht auf diese Klettverschlüsse blickt, dann sehen die Kopfstützen von oben normal aus. Und die Rückbank sieht so aus. Alles ist ziemlich ordentlich. Und die Getränkehalter sind zugänglich geblieben. Das heißt, sie sind oben nicht verdeckt. Nun, so sehen die Sitze nach der Erneuerung aus.